Kinder, wie die Zeit vergeht. Da befindet sich also Pioneers of Pagonia tatsächlich schon ein ganzes Jahr im Early Access. Verrückt. Anlässlich dieses Jubeltages hat Envision Entertainment, wie versprochen, neben dem Winter-Update auch die Roadmap fürs kommende Jahr vorgestellt. Und das bedeutet für uns, dass wir das, wie gewohnt, ganz genau anschauen müssen. An die Werkzeuge, Pioniere. Es gibt noch so viel zu tun. Hello Pioneers! So much has happened since we successfully released our city builder Pioneers of Pagonia into Early Access last year. Nach erfolgreicher Startphase konnte sich Pioneers of Pagonia Stück für Stück weiterentwickeln und mittlerweile schon fast alle damals versprochenen Punkte umgesetzt werden. So wurde zum Beispiel im Frühjahr neben der Fischerhütte und dem großen Lager der Shared Co-op ergänzt, ehe dann im Sommer endlich die klassischen Untertageminen samt Geologen ihr Comeback geben durften. Auch das große Magie-Update konnte wie angekündigt umgesetzt werden und brachte vor allem ein komplettes Militär- und Farmfeld-Rework mit sich, welches viele Schwachstellen am Gameplay ausbügelte. Wer jetzt aber Angst hatte, dass es das schon war, der konnte die letzten Tage erfreut aufatmen. Denn streng genommen haben wir jetzt nach einem Jahr einen Siedler-like City-Builder mit einer Fülle an Gebäuden, Warenketten und Gegnern, welche aber auf der Aufgaben- und Lore-Seite zu wenig zu bieten hat. Ein vorzeitiges Ende an diesem Punkt wäre also doch irgendwie eine Enttäuschung gewesen. Aber vergesst das gleich wieder, denn es geht noch ein gutes Stück weiter und der eben schon angesprochene Punkt soll nun auch folgerichtig im Fokus stehen, aber dazu gleich noch mehr. Many quality of life improvements such as production statistics, better farmland management, extended zoom out for better overview and many more. Die heutigen Pagonia News werden euch von Instant Gaming präsentiert. Hier erhaltet ihr aktuell unter anderem Planet Coaster 2 im Angebot für 34 € zuzüglich Mehrwertsteuer, um in den kalten Jahreszeiten schon jetzt den nächsten Freizeitparkbesuch für den Sommer zu kreieren und natürlich ein kleines Kontrastprogramm zur Pagonia-Sucht zu besitzen. Mit einem Kauf über meinen Partnerlink unterstützt ihr dabei zusätzlich diesen Kanal hier sehr. Anlässlich des Jubiläums hat Envision Entertainment für Einsteiger ein 190-seitiges Guidebook veröffentlicht, welches vor allem Anfängern ohne die Siedlerberührungspunkte den Einstieg in die pagonischen Welten erleichtern soll. Dabei sorgte diese simple PDF-Datei durchaus für Kritik, da man solche Informationen auch gut und gerne hätte in-game als Kompendium kostenlos zur Verfügung stellen können. Denn diese fällt mit knapp 10 € durchaus teuer aus, sollte aber am besten eher als eine Möglichkeit gesehen werden, die Devs hier mit einem kleinen Obolus weiter zu unterstützen. Sollten sich in Zukunft weitere Gameplay-Änderungen ergeben, wird die Datei fortlaufend up-to-date gehalten. Passend zur Winterzeit wurde außerdem das sogenannte Winter-Update veröffentlicht. Das Update zeigt in Form einer neuen Tutorial-Karte, wie eine zukünftige Kampagne vielleicht mal aussehen könnte. So erzählt diese Map erstmals eine kleine Geschichte samt Schiffbruch und führt euch so behutsam nach und nach in die Materie ein. Abseits davon führt das Update sogenannte arkane Artefakte ein, welche wiederum von euren Schatzsuchern ausgebuddelt oder bei neutralen Dörfern eingetauscht werden können. Habt ihr diese Artefakte in eurer Schatzkammer eingelagert, erzeugen diese einen Magieboost für Zauberinnen und Hexer. Es wäre aber kein Winter-Update, wenn man nicht auch irgendwas Weihnachtliches machen könnte. So gibt es aktuell, passend zum Thema, eine zeitlich begrenzte Wintermap, in welcher ihr das Nachbardorf bei der Versorgung der Winterfeierlichkeiten mit Winterbrot unterstützen müsst. Dagegen haben aber diverse Diebe und Banditen etwas, die euch daher die Aufgabe etwas erschweren. Passend dazu haben viele Gebäude und Gegner weihnachtliche Skins erhalten. Auf eine Schneelandschaft wurde dann aber leider doch verzichtet. Und das führt uns jetzt zur nagelneuen Roadmap, welche auch erstmals die Kampagne in Stein meißelt, auch wenn aufmerksame Pagonia-News-Schauer diese Info schon etwas länger besitzen. Neu ist aber, dass uns diese Kampagne schon mit Version 1.0 erwartet und ihr diese dann auch im Shared Co-op mit Freunden und in unterschiedlichen Schwierigkeitsgraden angehen könnt. Das führt uns dann wieder zum Punkt fehlende Aufgaben und Lore zurück, welche mit dem großen Punkt Challenge und Wiederspielbarkeit erfreulicherweise viel Raum in der neuen Roadmap einnimmt. So sollt ihr in naher Zukunft, neben dem allgemeinen Abklappern von Gegnercamps und dem Erfüllen von Hol- und Bringdiensten für neutrale Dörfer, außerdem von den schon lange angekündigten Kartenhindernissen wie Bergrutschen und Dornenranken ausgebremst werden
und neben neuen Aufgaben auch allerlei interessante Dinge auf der Map entdecken können, die dann den Wiederspielwert nach oben treiben. Spannend ist auch der nun angekündigte Karteneditor, welcher gar nicht hoch genug gelobt werden kann. Denn auch dieser Punkt ist so wichtig für ein Siedler-like-Spiel, wie man wunderbar historisch an allen Blue Byte und Ubisoft-Siedlern sehen kann. Die Serienableger mit Editor haben allesamt heute noch eine kleine oder große Community. Alle ohne sind faktisch schon lange tot. Siehe hier zum Beispiel die Siedler 7 und hey, Hand aufs Herz, eigentlich auch neue Allianzen. Übrigens war es Volker Wertig noch wichtig zu erwähnen, dass auch diese Roadmap nicht vollständig ist, sondern nur die aktuellen Prioritäten abbildet. Fehlende Dinge wie die schon versprochene Alkoholproduktion oder der Modding-Support sind also explizit nicht gestrichen, nur weil sie jetzt hier nicht draufstehen. Denn insgeheim wünscht man sich ja dann doch noch einen vollwertigen PvP-Modus oder zumindest deutlich mehr als einen Shared Koop, mit dem gefühlt keiner so richtig glücklich geworden ist. Ich meine, es ist ja Weihnachten, also wer weiß und so. Insgesamt ist die weitere Entwicklung aber natürlich toll. Eine Kampagne möchte ich zum Beispiel unbedingt spielen und die aufgeführten Reworks und Verbesserungen klingen zumindest auf dem Papier plausibel, folgerichtig und absolut nachvollziehbar. Nach einem ersten Early Access Jahr dürfen wir uns also auf ein zweites tolles freuen, in welchem sich einer der wenigen Siedler-like-Spiele am Markt mit nach wie vor ganz viel Potenzial nach oben Stück für Stück in die richtige Richtung weiterentwickelt. In diesem Sinne auch an dieser Stelle euch allen frohe Weihnachten und einen guten Rutsch. Sobald sich wieder was tut, werde ich natürlich wie gewohnt für euch berichten, also gerne ein Abo dalassen, damit ich das dann auch erreichen kann und bis zum nächsten Mal. Enabling the players to use their creativity to build and share their own maps. And finally, we share the big news. We will deliver a full campaign with some surprises to Pagonia with the 1.0 release. Hey Pioneers! Thank you for following our journey and supporting us since the beginning. Meeting you at Gamescom in Cologne or PAX in the US was one of our highlights of the year and truly meant a lot to us. We are grateful for having such an engaging and dedicated community. Of course, you can also stay in touch with us online. We love reading all of your messages and enjoy being in active discussions with you. If you haven't already, feel free to join our Discord or follow our social media for more. We hope you enjoyed the journey of the Pioneers up to this point. Thank you for watching and see you in Pagonia!